Rom im Jahr 72 nach Christus. Kaiser Vespasian will dem Volk ein Geschenk machen. Ein Amphitheater für 50.000 Zuschauer. Gladiatorenkämpfe, Tierhatzen, sogar Seeschlachten mit gefluteter Arena. Das Kolosseum. Die Arena, die Kellergewölbe für Tiere und Kulissen, die 80 Eingänge, die Wasserleitungen, das Sonnensegel. Alles muss ineinander greifen. Sonst wird aus dem Prestigeprojekt schnell ein Desaster. Können Sie sich das ohne Architektur vorstellen? Hallo, hier sind Tobias und Christopher von Palladio Consulting. Wir beide sind Enterprise-Architekten und autorisierte TOGAF-Trainer. In diesem Video beantworten wir 5 Fragen zu Enterprise Architecture Management oder kurz EAM. Erstens, was ist Enterprise Architecture Management? Zweitens, welchen Nutzen bringt EAM? Drittens, wie funktioniert Architekturmanagement in der Praxis? Viertens, wann lohnt sich EAM für die Organisation? Und 5. Was macht Enterprise Architecture Management für uns erfolgreich? Los geht's! Zurück nach Rom ins Kolosseum. Natürlich gab es für den Bau des Kolosseums eine Architektur. Bevor der erste Stein gesetzt wurde, mussten die Architekten eine Frage beantworten. Wie hängt das alles zusammen? Sie erstellen ein Gesamtbild und fügen es in einem Prozess zusammen. Planen, abstimmen, umsetzen, überwachen. Und genau das machen wir im Enterprise Architecture Management. Springen wir ins Informationszeitalter und beantworten die erste Frage. Was ist Enterprise Architecture Management? EAM ist ein ganzheitlicher Ansatz, um die fachlichen und technischen Strukturen eines Unternehmens zu verstehen, zu planen und zu gestalten. EAM übersetzt abstrakte Strategie in konkrete Veränderung. Wichtig hier sind 2 Punkte. Erstens, die Enterprise Architecture ist das Gesamtbild. Mit diesem untergliedern Sie Ihre Organisation in die 4 Domänen Geschäfts-, Daten-, Anwendungs- und Technologiearchitektur. Zusammen ergeben diese 4 Domänen eine ganzheitliche Sicht auf Ihre Organisation, vom Geschäftsmodell bis hin zur IT-Infrastruktur. Und 2. Das Enterprise Architecture Management entwickelt das Gesamtbild. Mit EAM machen Sie die Enterprise Architecture für die verschiedenen Stakeholder im Unternehmen nutzbar. Sie bauen mit EAM Brücken über alle 4 Architekturdomänen hinweg. Gehen wir zurück ins alte Rom. Stellen Sie sich vor, Kaiser Vespasian hätte auf die Architekten verzichtet. Wir haben genug Handwerker, die werden das schon machen. Jedes Gewerk beginnt für sich. Das Ergebnis? Die Tribünen passen nicht zur Arena. Gänge enden im Nichts und das Wasserleitungssystem kollidiert mit der Statik. Und als der Kaiser fragt, was ihn das Ganze kostet, kann niemand eine Antwort geben. Irgendwann steht da ein Bau. Er funktioniert. Irgendwie. Aber Umbauten dauern Monate. Und wenn der Kaiser statt Gladiatoren plötzlich Seeschlachten will, muss man den Bau halb abreißen. Genauso sehen heute viele IT-Landschaften aus. Gewachsen über Jahrzehnte und niemand hat den Überblick, welche Anwendung welchen Prozess unterstützt. Also, welchen Nutzen bringt Ihnen Enterprise Architecture Management? Erstens, Transparenz. EAM schafft für Ihr Unternehmen einen zentralen Punkt der Wahrheit. Welche IT-Anwendungen unterstützen welche Geschäftsprozesse? Was bleibt im Business stehen, sobald ein Infrastrukturserver ausfällt? Ohne EAM bleiben die Antworten in den Köpfen einzelner Mitarbeiter. Mit EAM sind sie für die gesamte Belegschaft jederzeit zugänglich. 2. Business IT Alignment. Eine gemeinsame Sprache und Ausrichtung zwischen den Fach- und IT-Bereichen über Begriffe, Anforderungen, Ziele und Randbedingungen. Nur mit dem gleichen Verständnis kann sich die IT-Umsetzung an der Geschäftsstrategie ausrichten und die Fachseiten von neuen Technologien profitieren. 3. Komplexitätsbeherrschung. EAM macht fachliche Redundanzen und technische Schulden in der Organisation sichtbar. Diese Klarheit ist Grundlage für die Konsolidierung und Kostensenkung. Und 4. Veränderungsfähigkeit. Ob Fusionen und Akquisitionen, Cloud-Migration oder neue KI-Tools. EAM liefert das Faktenfundament, mit dem Sie Veränderungen einschätzbar und gestaltbar machen.
Sie planen und begleiten, statt reaktiv Brände zu löschen. Mit Enterprise Architecture Management ermöglichen Sie ganzheitliche Entscheidungen. Zurück zum Kolosseum und unseren römischen Architekten. Wie sind die vorgegangen? Es fing mit einer Frage an. Vespasian will 50.000 Zuschauer, Gladiatoren, Seeschlachten im Herzen Roms. Wie lösen wir das? Diese Frage treibt die ganze Arbeit an. Und sie ist nicht die einzige. Jeder Beteiligte hat eigene Fragen. Der Kaiser will wissen, wie wirkt es? Was kostet es? Der Betreiber, wie kriegen wir 50.000 Menschen rein und auch wieder raus? Der Statiker fragt sich, trägt der Boden? Der Polier, welcher Stein muss wohin? Für jede Frage gibt es eine eigene Darstellung. Ansichtszeichnungen, Grundrisse, Statikschnitte, Detailzeichnungen. Viele verschiedene Sichten auf dasselbe Bauwerk. Alle aus einem gemeinsamen Modell und alle konsistent zueinander. Dann gehen die Architekten systematisch vor. Sie schauen sich an, was da ist. Grundstück, Bodenverhältnisse, Anfahrtswege. Sie zeichnen, was da sein soll. Eine Arena, Tribünen und ein Kellergewölbe. In 8 Jahren Bauzeit kommen garantiert Änderungen. Jede einzelne wird bewertet, die Darstellungen aktualisiert und die Stakeholder informiert. Dann wird weitergebaut. So ähnlich funktioniert auch EAM. Wie funktioniert Enterprise Architecture Management? Am Anfang steht immer die Frage eines Stakeholders zur Unternehmensarchitektur. Jeder Stakeholder stellt andere Fragen. Der CIO fragt strategisch, der Solutions Architect fragt projektbezogen. Unterschiedliche Stakeholder haben unterschiedliche Fragestellungen. Die gute Nachricht hier: Darstellungen und Modelle der Enterprise Architecture geben Stakeholdern fundierte Antworten und helfen allen beim Vorantreiben von Aufgaben und Entscheidungen. Doch wie läuft EAM konkret ab? EAM-Initiativen setzen Sie wie Projekte auf und um, mit Zielen, Scope, Budget und natürlich Zeitrahmen. Durch Architekturprojekte liefert EAM vereinbarten Nutzen, statt sich in unkoordinierten Datensammlungen zu verlieren. Bei der Entwicklung einer Unternehmensarchitektur folgen Sie 4 Schritten über alle 4 Architekturdomänen hinweg. Schritt 1: Ermittlung der Ist-Architektur. Was ist tatsächlich vorhanden? Wo bestehen Architekturlücken, Doppelbebauungen oder Strukturschmerzen? Jede Weiterentwicklung setzt die Erhebung des Ist-Stands voraus. Schritt 2: Vereinbarung der Zielarchitektur. Wie sieht der angestrebte Sollzustand aus? Welche Architekturvision haben die Stakeholder? Die Zielarchitektur leiten Sie aus der Ist-Architektur, der Strategie sowie den Fragen und Änderungsbedarfen Ihrer Stakeholder ab. Schritt 3: Erstellung einer Gap-Analyse und einer Roadmap. Welche Lücken gibt es zwischen Ist und Ziel? Mit welchen Maßnahmen lassen sich diese Gaps in welcher Reihenfolge schließen? Sie entwickeln einen priorisierten Umsetzungsplan, der den Weg von Ist zu Zielarchitektur in Etappen aufzeigt. Schritt 4 dann die Begleitung der Umsetzung und die Governance. Welche Projekte realisieren die Zielarchitektur? Wie prüfen wir, dass wir weiterhin auf Kurs sind? Durch Architecture Governance stellen Sie sicher, dass die tatsächliche Umsetzungsarchitektur und die geplante Zielarchitektur im Einklang bleiben. Bleiben wir in der Baukunst, wechseln aber das Bauwerk. Ihr Nachbar baut einen Werkzeugschuppen. 2 mal 3 Meter, Holzwände, Dach. Er engagiert keinen Architekten. Er kauft einen Bausatz und nach einem Tag steht der Schuppen. Das reicht. Hätte er einen Architekten beauftragt, einen Grundriss zu zeichnen, die Statikberechnung durchzuführen und einen Materialplan zu erstellen, hätte der Aufwand für Architektur ihren Nutzen weit übertroffen. Das Kolosseum dagegen ohne Architektur zu bauen? Unmöglich. Es wäre nie fertig geworden oder beim ersten Regen vollgelaufen. Zwischen diesen Extremen liegt die Wahrheit. Architekturaufwand muss zum Vorhaben passen. Zu wenig Architektur bei großer Komplexität ist gefährlich, aber zu viel Architektur bei geringer Komplexität ist Verschwendung. Die Kunst liegt dazwischen und die Antwort auf
Brauchen wir Enterprise Architecture Management ist nicht Ja oder Nein. Die Frage muss lauten, in welchem Umfang, für welche Stakeholder und mit welchem Nutzen. Wann lohnt sich ein Enterprise Architecture Management? Für uns gibt es 4 Kriterien, an denen Sie feststellen, dass ERM in Ihrer Organisation einen Nutzen stiftet. Kriterium 1 ist die Komplexität. Ihre IT-Landschaft besteht aus vielen Anwendungen, Schnittstellen und Geschäftsprozessen. Alle Abhängigkeiten sind nicht mehr im Kopf einer einzelnen Person zu überblicken. Dann zahlt sich ein strukturgebendes ERM für Sie aus. Kriterium 2: Veränderungsdruck. Stehen Fusionen, Regulatorik oder das Einführen neuer Geschäftsmodelle für Sie an? Dann unterstützt Sie ERM, weil es Abhängigkeiten aufdeckt und Ihre Entscheidungen auf ein Faktenfundament stellt. Kriterium 3: Kosten-Nutzen. Übersteigt der Nutzen von ERM dessen Aufwand? Für jedes Stakeholder-Anliegen, welches Ihr ERM beantwortet, sollten die Architekturinformationen mehr Wert schaffen als Kosten verursachen. Und Kriterium 4: Managementrückhalt. Hat Ihr ERM die Unterstützung im Führungskreis? Ohne expliziten Auftrag, ohne Sponsoring, ohne Befürwortern verpufft jede Enterprise Architecture Management Initiative. Auf den Punkt gebracht: ERM lohnt sich für Ihre Organisation, sobald Komplexität und Veränderungsdruck hoch sind, das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt und Ihr Management bereit ist, die Architektur zur Entscheidungsgrundlage zu machen. Noch ein letztes Mal kehren wir zurück ins alte Rom, aber nicht zum Kolosseum. 8 Kilometer weiter liegt die Hafenstadt Ostia. Auch dort wurde gebaut. Hafenanlagen, Lagerhallen, Wohnhäuser. Von den meisten Gebäuden ist heute nichts mehr übrig. Nicht, weil sie schlecht gebaut waren, sondern weil nach ihrer Fertigstellung niemand mehr zuständig war. Keine Pflege, keine Anpassung. Verfall. Das Kolosseum in Rom steht bis heute. Aber warum? Weil es über Jahrhunderte angepasst und instand gehalten wurde. Als Festung, als Steinbruch, als Wallfahrtsort und als Denkmal. Immer gab es Kümmerer. Daran scheitert ERM im Unternehmen am häufigsten. Nicht an der Methodik, auch nicht an den Tools, sondern daran, dass sich nach dem Aufbau niemand mehr kümmert. Das Modell wird einmal erstellt, präsentiert und veraltet dann still. Nach einem Jahr stimmt die Hälfte nicht mehr. Nach 3 Jahren fragt jemand, hatten wir nicht mal ERM? Das andere Extrem ist der Elfenbeinturm. Die Architekten bauen immer detailliertere Modelle, aber niemand im operativen Geschäft nutzt das. Beides vermeiden sie durch das, was auch das Kolosseum über 2000 Jahre lang getragen hat. Relevanz, Nutzung und Kümmerer. Was macht also Enterprise Architecture Management erfolgreich? Dafür gibt es nach unseren Erfahrungen 5 Erfolgsfaktoren. Erstens Nutzenorientierung. ERM startet immer bei einer konkreten Stakeholder-Frage, nie bei einem Modell oder einer Sicht. Nutzen durch Nutzung. Was nicht genutzt wird, ist Verschwendung. Zweitens Ausbaustufen. Ein 2-Jahres-Projekt zur Einführung von ERM. Stattdessen eine erste Ausbaustufe mit sichtbaren Ergebnissen in wenigen Wochen. So gewinnen Sie Unterstützer und Sponsoren für Ihr ERM. Drittens Fokussierung. Erfassen Sie nur, was wichtige Stakeholder-Fragen beantwortet. Alle anderen Architekturdetails sind überflüssiger Pflegeaufwand. Viertens Verankerung. Jedes Umsetzungsprojekt geht durch ein Architecture Review. Ohne diesen Check mutiert Ihr ERM zum Elfenbeinturm und beschlossene Standards, Prinzipien und Ziele bleiben ohne Wirkung. Und 5. Verantwortung. Veraltete oder inkonsistente Architekturen reduzieren die Akzeptanz der Zielarchitektur und Ihres ERMs. Vereinbaren Sie daher, wer welche Architekturelemente wann und wie sowie mit welchem Mehrwert pflegt. Erfolgreiches ERM ist keine Methode. Erfolgreiches ERM ist ein Mindset. Grundlagen, Techniken und Tipps lernen Sie im Training. Die Verankerung erreichen Sie Schritt für Schritt im Wechselspiel von Business und IT in Ihrer Organisation. ERM zahlt sich aus in fundierten Entscheidungen, beherrschte Komplexität und agile Veränderungsfähigkeit. Und darin liegt auch der Unterschied zwischen der Hafenstadt Ostia
und dem Kolosseum in Rom. Haben wir Ihr Interesse an einer professionellen ERM-Ausbildung geweckt? Der TOGAF-Standard ist dafür das Best Practice Framework, weltweit anerkannt mit über 180.000 zertifizierten Enterprise-Architekten. Wir bei Palladio Consulting bieten Ihnen 2 Einstiegswege. Weg Nummer 1: unseren kostenfreien Videokurs Enterprise Architecture Management mit dem TOGAF-Standard. In der Videobeschreibung finden Sie den Link zur Anmeldung. Oder Weg 2: unser akkreditiertes E-Learning oder Classroom-Training inklusive Prüfungsvoucher für Ihre offizielle Zertifizierung als Enterprise Architekt. Bis zum nächsten Mal und denken Sie daran, gute Architektur entsteht nicht zufällig.